Hallo Leute, herzlich willkommen aus Leogang. Wir sind hier beim 3. Downhill World Cup des Jahres und ich nehme euch heute mal mit in die Boxengasse und zeige euch die coolsten Arbeitsgeräte beim Downhill World Cup. Kommt mit! Das Santa Cruz V10 von Nina Hoffmann haben wir uns schon in Fort William im Detail angeschaut. Hier in Leogang hat die Santa Cruz Syndicate-Fahrerin jetzt ein neues Arbeitsgerät, einfach ein neues Design, schwarz mit neongrünen Akzenten. Ist eine Hommage an Fox, den Klamottenhersteller. Die feiern nämlich 50-jähriges Firmenjubiläum, was auch der Grund dafür ist, dass die ganzen Fox-gesponserten Athleten und Athletinnen hier mit schwarz-neongrünen Outfits an den Start gehen. Nina hat noch einen draufgesetzt und ein schwarz-neongrünes V10. Technisch hat sich jetzt noch nicht wahnsinnig viel geändert. Es kann sein, dass das Team mit einem etwas anderen Setup hier an den Start geht, weil Nina eine Ellenbogenverletzung hat und da einfach der Komfort ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Das heißt, es kann sein, dass Nina ein etwas softeres Setup jetzt zu Beginn fahren wird. Ansonsten auch noch eine ganz spannende Sache ist der Maxxis Prototyp-Reifen. Scheint ein neuer Shorty zu sein, obwohl der Shorty eigentlich vor gar nicht so langer Zeit neu vorgestellt worden ist. Das Profil sieht aber ein bisschen anders aus. Und ansonsten eben das gewohnte Setup am Rad von Nina Hoffmann. Fox Factory Fahrwerk, Reserve Carbon Laufräder, Maxxis Reifen, One-Up Lenker und Shimano Bremsen. Ein richtig abgefahrenes Rad hängt hier vor mir im Montageständer. Das ist das Arbeitsgerät von Simon Maurer, der unter anderem schon mal deutscher Downhill-Meister war. An sich, das Rad kennen wir, ist ein Santa Cruz V10, noch die alte Version, nicht das brandneue. Simon sagt, funktioniert hervorragend für ihn. Was aber wirklich interessant ist, ist der Dämpfer und die Federgabel. Da steckt nämlich ein RockShox Flight Attendant System drin, was es so aber noch nicht gibt. Simon hat kurzerhand die Flight Attendant Kartusche von der RockShox Zep ausgebaut, hier in die Boxer eingebaut und auch das Flight Attendant System vom Dämpfer hier dran gebaut. Das sieht aber ein bisschen wild aus, weil der Dämpfer mit Piggyback und Flight Attendant Einheit passt nicht in den Rahmen rein. Deswegen ist hier vorne die Control Unit über einen Schlauch mit dem Dämpfer verbunden. Er hat es hier schon getestet in Leogang. Simon meint, mit Flight Attendant, also mit gelocktem Fahrwerk oder mit festem Fahrwerk, hat er auf dem Motorway definitiv einige Vorteile, weil das Rad einfach viel weniger kickt, der dadurch die Absprünge und vor allem die Landungen viel besser trifft. Und ja, es ist definitiv eine sehr wilde Sache, hat Simon zusammen mit Deutschlands Cheftüftler Timo Pries hier auf die Beine gestellt. Und einfach auch cool zu sehen, dass hier so viel experimentiert wird und auch die vermeintlich Kleinen ohne Factory Support die Möglichkeit haben, mit ein bisschen Eigeninitiative und Handwerkskunst sich solche Bikes auf die Beine zu stellen. Definitiv nicht zu übersehen an diesem Wochenende ist das Saracen Myst von Matt Walker und seinen Teamkollegen von Madison Saracen Factory Racing. Die waren in Fort William und Polen schon in einer extrem auffälligen Lackierung unterwegs, haben jetzt hier ein neues Design aus dem Hut gezaubert, was nicht minder knallig aussieht. Das Rad gibt es jetzt so als Serienbike zu kaufen. Einziger Unterschied zu dem Rahmen, den das Team fährt, ist, dass das Team einen Rahmen hat, wo ein Telemetriesystem von vornherein integriert ist. Deswegen ist da so ein kleiner Nippel auf der Oberseite des Unterrohrs. Ansonsten im Prinzip alles identisch. Die Anlenkung des Dämpfers sieht relativ komplex aus. Es ist so ein Mix aus Canyon und Specialized im Prinzip. Aber eigentlich, wenn man sich dann genauer anschaut, ist es dann doch ein recht simples System, ein abgestützter Eingelenker. Und dazu gibt es noch ein Fox Factory Fahrwerk und Shimano Komponenten. Das Team hat sich bei den ersten beiden World Cups schon sehr gut geschlagen. Insbesondere Greg Williamson fährt derzeit wohl die Saison seines Lebens. Und wir drücken einfach mal die Daumen, dass das Team dieses Momentum hier in Leogang mitnehmen kann. Matt Walker hat hier schon mal gewonnen. Das heißt, es ist definitiv ein Fahrer, den man hier auf der Rechnung haben muss. Ein sehr interessantes Rad, was man hierzulande eher nicht so kennt, ist das Crestline VHP 205. Das ist eine kleine amerikanische Firma. Und unter anderem Aaron Gwynn fährt dieses Jahr für die California. Das Crestline ist meiner Meinung nach eines der schönsten und cleansten Downhill-Räder, die es derzeit gibt. Sieht so ein bisschen aus wie ein Lower Link BPP Santa Cruz mit High Pivot Hinterbau. Das heißt, es hat einen virtuellen Drehpunkt und einen sehr hohen Drehpunkt mit Kettenumlenkung. Dazu ein wirklich super schöner Carbonrahmen und ein paar interessante Details. Unter anderem hat das Team ein paar Gewichte unter das Tretlager geklatscht, damit das Rad einfach ein bisschen satter auf der Strecke liegt und der Schwerpunkt nach unten kommt. Dazu Bremsen und Antriebskomponenten von TRP. Auch eine ganz interessante Sache. Und Aaron Gwynn und sein Team sind seit diesem Jahr auf Öhlins unterwegs. Ich kann mich nicht daran erinnern, Aaron Gwynn jemals auf was anderem als auf Fox gesehen zu haben, aber jetzt eben in diesem Jahr auf Öhlins. Aaron Gwynn selbst ist derzeit leider noch verletzt, macht aber einen hervorragenden Job in der Kommentatorenkabine und ich drücke einfach mal die Daumen, dass wir den Amerikaner zur zweiten Saisonhälfte wieder im Downhill World Cup sehen werden.
Seit Anfang des Jahres ist das Canyon Factory Racing Team und auch Canyon FMD ja auf einem Prototyp vom scheinbar neuen Sender am Start. High-Pivot-Rad mit einer ziemlich aufwendigen Dämpferanlenkung haben wir euch auch schon in der Boxengasse gezeigt. Was dabei ein bisschen untergegangen ist, auch weil es wirklich schwer zu sehen ist am schwarzen Oberrohr das KISS-System, was das Team scheinbar fährt. KISS ist ja die von Canyon und Synthes entwickelte Lenkungszentrierung, die den Lenker immer wieder mittig ausrichtet. Ist jetzt am neuen Prototyp oder am neuen Sender scheinbar serienmäßig, sofern man das sagen kann, integriert. Spannend bleibt da die Frage, ob das Team wirklich das KISS-System fährt, in welchem Setting das Team das KISS-System fährt oder ob es vielleicht einfach nur ein Cover ist und das KISS-System ausgebaut ist. Mal schauen. Ich bin Abby Hoagie. Ich fahre für das Team Beyond Racing und wir sind hier beim Mountainbike World Cup in Leogang. Unser Bike ist ein Stahlrahmen, das ist relativ besonders heutzutage und es hat einen High Pivot. Das ist das BR200 in der zweiten Auflage, also das Prototyp 2.0. Die Marke kommt aus der USA, die werden custom gebaut in Santa Cruz, California und eigentlich war das mal ein Enduro-Rahmen und dann wurde es auf Downhill umfunktioniert, beziehungsweise so umgebaut, dass es perfekt für Downhill-Strecken ist. Dieses Jahr haben wir ein bisschen längeren Rahmen, also ich habe einen 450er Reach jetzt bei diesem und es ist ein Mullet-Setup, 27,5 hinten, 29 vorne, 200 mm Federweg vorne und hinten. Wir fahren SR Suntour Fahrwerk. Shimano Drivetrain und Kurbel, Crank Brothers Pedale, Saint Bremsen. Genau. Und unser Cockpit ist super bestückt von Bergtech-Komponenten. Und ich finde, das macht so ein richtig poppiges Gefühl mit den CNC-gefrästen Komponenten vorne im Cockpit, sowie mit den Alu-CNC-gefrästen Elementen hier in Mitte des Bikes. Das Bike ist generell super besonders. Es lässt sich schön anschauen, lässt sich gut fahren. Ich bin super happy damit. Wir haben noch super stabile DT Swiss Felgen, die super mit den Schwingungen von dem Stahlhinterbau zusammen einfach funktionieren. Also irgendwie gefällt es mir einfach super, wie es durch die Rock Gardens einfach so durchpinkt. Wir haben es heute gewogen. Zum ersten Mal habe ich es in meinem Leben gewogen. 18,4 Kilo. Ich habe viel weniger gedacht, aber irgendwie doch ein bisschen mehr. Aber das Gewicht ist gar nicht negativ, also super positiv. Es trägt mich einfach voll gut den Berg runter. Selber wiege ich 68 Kilo. Ich glaube, es ist ein bisschen wenig im Gegensatz zu den ganzen männlichen Fahrern. Und ich glaube, das extra Zusatzgewicht bringt mir was. Und ich finde es nicht zu schwer. Es fährt sich super. Ich liebe es. Ein brandneues Rad, das wir hier entdeckt haben, ist das neue Lapierre. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, ob es ein Spicy ist oder wie auch immer. Ist schon in Fort William im Downhill World Cup gefahren worden, ist jetzt hier allerdings auch als Enduro-Rad aufgebaut. Hier findet ja parallel auch noch der Enduro World Cup statt. Scheint sich um dieselbe Rahmenplattform zu handeln. Hat einen High-Pivot-Hinterbau und eine sehr, sehr, sehr breite Dämpferaufnahme, die wirklich sehr charakteristisch breit ist. Dafür, dass es derselbe Rahmen ist, spricht definitiv die Tatsache, dass auch am Downhill-Rad eine Aufnahme für einen Flaschenhalter dran ist. Ansonsten, was Details angeht, wollte sich das Team nicht genau äußern, aber ich denke mal, da werden wir im Laufe der Saison mehr zu erfahren. Eine wirklich spannende Sache ist das Pole Factory Racing Team, weil zu Beginn der Saison ist Pole pleite gegangen, hat Insolvenz angemeldet, was das Team aber nicht daran hindert, die World Cup-Saison weiterhin durchzuziehen. Und unter anderem Onni Reino, der Finne, der für das Team fährt, hat ein richtig, richtig spannendes Arbeitsgerät. Das Pole Onni, nach ihm benannt, ist definitiv eines der spannendsten Räder, die hier in Leogang rumfahren. Wie man es von Pole kennt, ein gefräster Rahmen, der aus 2 Hälften besteht, die dann verklebt und verschraubt werden. Dazu ein Hinterbau mit einem virtuellen Drehpunkt und einem super langen Umlenkhebel. Ist ein Rad, was definitiv aus der Reihe tanzt, und schön, dass Pole hier weiterhin beim World Cup am Start ist. Ein wirklich sauspannendes Projekt im Downhill World Cup ist Frameworks. Das ist die Marke von Nico Mullally. Der hatte eigentlich einfach mal den Plan, er will sich ein eigenes Rad auf die Beine stellen, ohne irgendwie durch Vorgaben von Sponsoren oder Rahmenbauer eingeschränkt zu sein. Mit dem ganzen Know-how hat er ein wirklich sehr, sehr gutes Rad dann produziert und immer weiter verfeinert. Mittlerweile ist aus Frameworks ein Team geworden, was im Downhill World Cup tatsächlich schon recht erfolgreich ist. Mit Nico Mullally, André Soares und Asa Vermette haben sie eine wirklich schlagkräftige Truppe. Asa Vermette hat schon die ersten beiden Junioren World Cups gewonnen.
Was hier sehr interessant ist am Arbeitsgerät von Nico Mullally ist, dass er jetzt einen Hauptrahmen aus Stahl fährt. Sieht super filigran, super schick aus. Dazu ein Carbon-Hinterbau. Hat sich da viele Gedanken gemacht, was das Rahmenmaterial angeht. Das Rad ist ein High-Pivot-Rad, was aber ohne Kettenumlenkung auskommt. Also die haben sich explizit dagegen entschieden. Ist auch auf ein O-Chain-System ausgelegt. Und ebenfalls eine sehr interessante Sache ist, dass sie das neue Fox Red-Fahrwerk fahren. Da will Fox noch nicht so wirklich viel zu sagen, aber man kann davon ausgehen, dass es sich um einen elektronisch angesteuerten Dämpfer handelt, ähnlich wie Flight Attendant, der eben auf den Untergrund reagiert oder wo man womöglich verschiedene Modi hat, dass beispielsweise das Fahrwerk hier auf dem Motorway gelockt ist und unten im steilen Wald dann ein komplett anderes Setting gefahren werden kann. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache und auch super cool zu sehen, was sich aus Frameworks einfach entwickelt hat. Das war's aus der Boxengasse vom Downhill World Cup hier in Leogang. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Postet doch einfach mal in die Kommentare, welches der Bikes euer Favorit ist. Wir machen uns jetzt nach oben auf den Berg, checken die Action auf der Strecke aus. Für weitere Videos folgt einfach unserem Kanal und checkt auch unsere Website für die ganze Coverage vom Downhill World Cup hier aus Leogang.